Hallo zusammen, hier ist der Sokratische Weg und wir machen heute unsere allererste Review-Show von einem Gespräch nach der Gesprächsmethode Sokratischer Weg, Street Epistemology auf Deutsch. Wenn jemand von euch noch nicht weiß, was das ist, einfach in der Beschreibung dieses Videos mal nachschauen, da ist ein Link zu unserer Webseite. Da findet ihr alle notwendigen Informationen dazu. Ich bin Janosch und ich freue mich, dass wir heute eine illustre Runde zusammen haben von ein paar Leuten, die sich mit dem Sokratischen Weg schon eine ganze Weile beschäftigen. Und ich würde vorschlagen, wir machen eine ganz kurze Vorstellungsrunde und jeder sagt vielleicht kurz ein paar Worte zu sich. Jo, cool, ich bin der Hannes. Melex ist mein Discord-Handle, falls ihr mich da suchen wollt. Ich beschäftige mich mit dem Sokratischen Weg schon seit Beginn der Pandemie. Ja, zuerst auf Englisch, mittlerweile auf Deutsch. Kommt vorbei auf Discord. Ich freue mich. Moin, ich bin Karl, beschäftige mich mit dem Sokratischen Weg jetzt seit deutlich über einem Jahr. Genau, komme aus der Region Hannover und wir haben jetzt das Vergnügen, wie mein erstes Interview, das aufgezeichnet wurde, zu reviewen. Ja, ich bin René. Ich wohne und studiere in Bayern und ich beschäftige mich seit einem knappen Jahr ungefähr mit SI. Ja, hi, ich bin Nadine und ja, beschäftige mich auch seit ein paar Monaten mit SI und freue mich jetzt heute auf den Austausch mit euch. Servus, ich bin der Gerald, auch bekannt als Ascendancer. Ich habe einen YouTube-Kanal, schaut einfach rein. Ich war früher Verschwörungstheoretiker und Leute haben so ähnliche Gespräche wie SE mit mir geführt, hat geholfen. Seitdem oder seit einem halben Jahr bin ich dann in unserer Sokratischer Weg Übungsrunde mit dabei. Super, vielen Dank. Noch ganz kurz zu mir. Mein Twitter-Handle ist der_Prometheus. Da könnt ihr mich finden und mir folgen, wenn ihr das möchtet. Und ich bin auch schon eine ganze Weile dabei, so in der Community zum Thema Street Epistemology bzw. Sokratischer Weg. Also wenn sich ein paar wundern, was dieses SI ist, das ist die Abkürzung für Street Epistemology. Das haben wir auch immer noch so ein bisschen drin, aber wir haben eben den deutschen Begriff Sokratischer Weg gefunden, um den Begriff einfach ein bisschen griffiger zu machen. Genau. Okay, und vielleicht noch ganz kurz zum Kontext. Also wir haben in Darmstadt, in der Innenstadt, Tische aufgebaut und haben dort solche Gespräche geführt. Und da hat der Karl eben das Gespräch, das wir uns jetzt heute anschauen, geführt. Und wir werden sicherlich ein paar Punkte finden, die super gelaufen sind, wo er sehr schön nach dem Sokratischen Weg vorgegangen ist und auch ein paar Punkte, wo es noch Luft nach oben gibt. Das werden wir dann gleich sehen. Gut, dann würde ich sagen, legen wir gleich los. Alles klar. Vielen Krankheitsfällen. Ja. Gibt es da Krankheitsfälle, wo es nicht? Meine Kinder gehen eigentlich so gut wie nie zum Arzt. Wir machen alles homöopathisch. Meine Kinder haben noch nie ein Antibiotikum genommen. Ja, so ein bisschen höher. So, ich glaube. Ja, los. Moin, ich bin Karl. Hallo, ich bin Petra. Hallo Petra. Du bist Homöopathin, hast du? Ja, richtig. Das heißt, du bist der Meinung, dass Homöopathie was bewirkt? Dass Homöopathie in vielen Fällen sehr gut hilft. Dass Homöopathie in vielen Fällen sehr gut hilft. Genau, in vielen Krankheitsfällen. In vielen Krankheitsfällen. Ja. Gibt es da Krankheitsfälle, wo es nicht hilft und andere, Ja, wo es gibt's hilft? auch. Gibt's auch, ja. Genau. Die wären? Das ist immer ganz unterschiedlich. Also ich mache so einen speziellen Bereich, den auch die Inder machen. Das ist die Miasmatik.
Und in der Miasmatik sind die Inder uns eigentlich 30 Jahre voraus. Dort gibt es ganze Sanatorien, die nur Miasmatik. Ich glaube, der erste, allerwichtigste Punkt ist schon passiert. Vielleicht ein bisschen zu früh, aber ich weiß nicht, ob ihr vor der Aufzeichnung schon gesprochen habt. Nicht viel. Genau. Du hast quasi angefangen, das finde ich ganz elegant. Du glaubst also, dass Homöopathie und dann was bewirkt, hast du gesagt, aber ich hätte da schon aufgehört und sie den Satz fertig machen lassen. Was am Endeffekt hier passiert, ne? Also sie formuliert eine Überzeugung, über die man dann sprechen kann in dem ganzen Gespräch. Und es ist immer wichtig, dass es dann um genau diese Überzeugung geht und nicht um 10 andere Dinge. Und das passiert eben oft, wenn man über schwierige Themen redet. Genau, dann hupft man von Thema zu Thema und immer, wenn es schwierig wird. Aber was ist denn damit? Ja. Das will man vermeiden in der Regel. Man spricht über eine Überzeugung und da dann hoffentlich tief drüber. Ich hab da so ein bisschen Luft gelassen. Man hätte noch deutlich mehr Luft lassen können und dann gucken können, was da von ihr kommt. Ne? Und du hast auch gleich am Anfang mal ganz gut gespiegelt. Das ist, glaube ich, am Anfang auch recht wichtig, dass man einfach sagt, ich habe verstanden das. Ne? Und das kommt zur Rapportbildung einfach ganz gut. Und ja, dann geht es dann gleich ziemlich ab vom Hundertsten ins Tausendste. Das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Punkt zum Thema Rapport, denn da ist auch mein Eindruck, dass es da ziemliche Unterschiede gibt, kulturelle Unterschiede zu anderen Ländern, zum Beispiel in den USA. In Deutschland ist es sehr viel merkwürdiger, wenn man anfängt, übers Wetter zu sprechen oder sowas. Oder so, also dieser Smalltalk für den Rapport ist sehr viel schwieriger. Und war ja jetzt auch sehr kurz, also du bist im Grunde direkt reingesprungen. Ist, glaube ich, nicht unbedingt irgendwie schlechter, das so zu machen. Man könnte vielleicht sich überlegen, wie man das Rapport-Building noch ein bisschen erweitert, aber es wirkt auch so, dass der eigentlich sowieso relativ gut ist zwischen euch. Genau. Und für alle, die nicht wissen, was Rapport ist, also wie zum Beispiel ich vor 2 Jahren, im Endeffekt ist es die Gesprächsatmosphäre, also dass man sich gut versteht mit dem Gegenüber und ja, erstmal das positiv ist und nicht konfrontativ oder dass man quasi eine Debatte führt oder sowas. Mhm. Okay. Sollen wir weiter? Schauen wir weiter. Miasmatisch oder homöopathisch arbeiten. Und ich gehe jedes Jahr zu einer Fortbildung bei einem Inder. Und ja, und das ist ein sehr komplexes Thema. Also man ordnet quasi, also man macht eine Analyse und schaut, welche Krankheiten hat der Patient, welche Krankheiten hatten die Vorfahren, also Mutter, Vater, vielleicht sogar auch Bruder, Schwester und wenn man es weiß, noch vorhergehende. Und die sortiert man dann nach den Miasmen. Also es gibt psychotisches Miasma, tuberkulines, syphilinisches und karzinogenes. Psorisches gibt es auch. Und diese Miasmen sind entstanden aus unseren Krankheiten der vorhergehenden Jahrhunderte. Ich mache mal kurz Pause. Ich glaube, gerade am Anfang, wenn man nach der Überzeugung fragt und dann ein bisschen sich das erklären lässt, ist es auch wichtig, dass man da mal noch sich zurückhält und einfach auch den Raum gibt, es ein bisschen zu erklären. Wenn das später im Gespräch dann so in die Richtung geht, dass der Gesprächspartner sehr viel ausholt und sehr viele ausführliche Konzepte erklärt, dann muss man unter Umständen da ein bisschen bremsen und wirklich auf das Thema persönliche Überzeugung und Gründe für diese Überzeugung zu sprechen kommen. Wir sollen ja
kein Messaging betreiben, also unsere eigene Meinung da nicht zu viel reintransportieren. Es gibt Gesprächspartner, da hatte ich auch schon ein paar Beispiele, wo der Gesprächspartner einfach seine Story erzählen will, ja. Das ist am Anfang für ein paar Minuten okay, aber das muss man dann halt auch irgendwo wieder bremsen. Das sieht man bei dem Gespräch schon, dass das auch ein Thema ist, wo man vielleicht das eine oder andere Mal ein bisschen eingreifen könnte. Ganz vorsichtig natürlich. Ja, sie will was verkaufen in dem Gespräch, ne? Ja, und das ist, wie gesagt, also gerade am Anfang ist es ganz normal und muss man eigentlich diesen Raum auch geben. Aber ich dachte mir gerade, also wenn das ganze Gespräch oder wenn das so weitergehen würde die ganze Zeit, dass sie ausführlich über Miasmen und andere Konzepte aus der Homöopathie sprechen würde, dann müsste man da irgendwann früher oder später das in eine andere Richtung lenken. Aber das machst du dann ja auch ganz schön. Okay. Gut. Und Ich je habe es nicht ganz verstanden. Bei welchen Krankheiten hilft Homöopathie und bei welchen nicht? Eigentlich hilft Homöopathie bei allen Krankheiten. Man muss nur spezifizieren, welches Miasma schwingt gerade bei dem Patienten. Super schön gemacht. Der Claim geht, Homöopathie hilft bei manchen Krankheiten. Sie erzählt über sehr detaillierte Sachen, die eigentlich nichts mit dem Claim zu tun haben, also Claim-Überzeugung, ne? Und du kommst dann wieder zurück, bei welchen Krankheiten hilft es denn jetzt? Also schön wieder zurück zur Überzeugung kommen und versuchen wirklich am Thema zu bleiben. Das ist eine große Herausforderung und an der Stelle finde ich super, super umgesetzt. Und auch sehr spannend, dass sie am Anfang als Überzeugung sagt, es hilft bei sehr vielen Krankheiten. Ich glaube, war glaube ich, die Formulierung. Und dann, als du dann nachfragst, nee, eigentlich bei allen. Also da hat sich dann ja auch schon nochmal was verändert in der Formulierung. Auch sehr interessant. Ja, und ich denke, wenn so ein Widerspruch eigentlich zu dem, was davor gesagt wurde, aufkommt, hielte ich es dann auch für wichtig, dass man seinem Gesprächspartner das dann nicht sozusagen vor die Füße knallt. Ja, vorhin hast du aber ja das gesagt, sondern eben auch da gemäß der Methode vorsichtig vorgehen. Ganz wichtiger Punkt. Manchmal hat man vielleicht den Drang, wenn man das so aus anderen Gesprächstechniken kennt, so eine Aha, habe ich dich, so einen Moment zu erzeugen. Und genau dem muss man widerstehen. Man versucht nicht, den Gesprächspartner dahin zu führen, dass er sich in Widersprüche verstrickt und ihm das dann vorzuhalten, so wie René das auch gerade gesagt hat, sondern genau, also dann einfach nur korrigieren. Ach so, okay, dann habe ich das jetzt besser verstanden. Und genau, also die Syphilinie kommt von der Syphilis-Erkrankung, die Psychose kommt von der Tripper-Erkrankung, die Tuberkulinie kommt von der Tuberkulose-Erkrankung, Psora kommt von der Krätze. Okay. Und das ist quasi, was die Schulmediziner sagen, das ererbt man, diese Schwäche. Und je nachdem, welche Schwäche man geerbt hat, kann man erfolgreich auch einen tuberkulinen Krebs heilen. Und wenn es aber ein syphilitischer oder ein psychotischer Krebs ist, funktioniert es nicht so gut. Also, das waren jetzt, glaube ich, sehr 20 Überzeugungen in weniger als einer Minute aufgestellt jetzt. Da ist dann schon da darf man sich nicht ablenken lassen. Ja. Das ist das eine. Und das andere, was ich sagen wollte dazu ist, ich glaube, da sind für viele, die sich mit dem Thema Homöopathie beschäftigen und ihre Überzeugung nicht teilen, einige Reizwörter drin. Da ist also überhaupt die Aussage, dass es auch Krebs heilen kann, ist schon eine ziemliche, für manche eine ziemlich provokante Aussage, aber auch solche Begriffe wie die Schulmediziner. Also wenn man sich ein bisschen mit dem Hintergrund auskennt, wo dieser Begriff ursprünglich entstanden oder ist oder viel verwendet wurde und so weiter, also da haben manche dann auch diesen Impuls,
da direkt einzugreifen. Auch da besser, wenn man versteht oder wenn man glaubt zu verstehen, was mit diesem Begriff gemeint ist, ruhig einfach weitermachen, im Zweifelsfall vielleicht nach der Definition fragen, aber bloß nicht sich irgendwie zu sehr drüber ärgern und sich da zu sehr drauf einschießen. Darum geht es nicht, es geht um die Überzeugung. Genau. Da gibt es eine ganz gute Faustregel. Wenn man nach dem sokratischen Weg das Ganze macht, dann widerspricht man eigentlich nie. Und im Idealfall weiß der Gesprächspartner am Ende des Gesprächs nicht, welche eigene Haltung man zu dem Thema hat. So kann man nämlich unterbinden, dass man jetzt ein Gegenargument liefert gegen irgendwas Gehörte und dass man dann anfängt zu argumentieren. Und dann geht es aber nicht mehr um die eigentlichen Gründe, warum diejenige das glaubt, sondern dann geht es nur noch um das beste Argument. Es ist auch ganz, ganz witzig, gibt ja so verschiedene Fehler, die man machen kann. Und dazu gehört hier beispielsweise auch, das ist hier schon vorbereitet, man hat aber gesagt, also allein das Wort aber zu benutzen, wenn man ein Gespräch nach dem sokratischen Weg führt, wird eigentlich schon als ein Fehler angesehen. Muss nicht immer gravierend sein, aber man sollte es tendenziell eher vermeiden. Oder eben send a message, das wäre, ich habe meine eigene Überzeugung mit reingebracht und da signalisiert, wie ich zu der Überzeugung stehe. Genau, da würde ich auch noch anschließen, die eigene Überzeugung nicht nur dann nicht mit reinbringen, wenn sie der des Gesprächspartners widerspricht, sondern sie auch dann nicht reinbringen, wenn man zustimmen würde. Sonst kann es ja auch sein, dass wenn man da mal nicht zustimmt, dass sich der Gesprächspartner denkt, okay, da scheint er vielleicht jetzt eine andere Meinung zu sein, weil dieses Mal hat er nicht, ja, sehe ich auch so gesagt. Also in beide Richtungen sich selbst zurücknehmen. Guter Punkt, ja. Okay, machen wir weiter. Auf einer Skala von 0 bis 100, wo 0, ich glaube nicht, dass Homöopathie gegen alle Krankheiten hilft, und 100, ich bin 100% davon überzeugt, es kann mich nichts davon abbringen. Wo wärst du da? Also ich bin schon so bei 80, würde ich sagen. Ja, also es gibt schon Fälle, da muss man noch was anderes dazu machen, zum Beispiel auch Psychotherapie, Traumatherapie. Funktioniert aber dann auch ganz gut, muss ich sagen. Also man kann auf jeden Fall jeden Krankheitszustand verbessern, und zwar in jedem Alter. Was würdest du sagen, ist dein stärkstes Argument dafür, wenn jemand nicht an Homöopathie glaubt? Dass das Da hätte ich jetzt wahr im ist? Nachhinein eine andere Frage Was gestellt. würdest du dem sagen? Und da hätte ich ihn gefragt, wie kann man die beiden Sachen unterscheiden? Wo es hilft und wo es nicht hilft. Ich hätte vielleicht auch gefragt, warum nur 80? Also was sind die 20%, die noch zweifeln lassen? Ich denke, sie hat die Frage nach dem Grad der Überzeugung nicht richtig verstanden. Ich denke, sie hat verstanden, in wie vielen Fällen von 100% hilft Homöopathie. Ja, das Also in dem Sinn glaube ich nicht, dass die Frage was geholfen hätte, wenn du fragst, was macht die restlichen 20% aus, weil an ihrer Antwort erkennt man dann auch, dass sie was anderes gemeint hat. Ja. Wir haben die letzten Monate recht viel an der Skala, wie man die Überzeugung abfragt, gefeilt. Ja. Und da hast du halt auch gesagt, also wir machen das heute so, 0 wäre, ich weiß es nicht, ja. Und du hast, glaube ich, gesagt, 0 wäre, das stimmt nicht oder das ist nicht richtig. Es ist egal, bei der Dame ist sowieso was anderes angekommen. Man hätte hier an der Frage erkennen können, dass das der Fall war. Ja, kann glaube ich, passieren. Wäre mir, glaube ich, genauso passiert. Ja, wir werfen halt in unserer Übungsrunde mit der Skala immer locker durch die Gegend, aber wenn man die nicht so gut häufig benutzt, ist das halt auch schwierig zu verstehen. Ja, wenn man mit jemandem zum ersten Mal redet, der die Skala noch nie gehört hat,
Da muss man sich da, glaube ich, präzise ausdrücken und auch aufpassen. Vielleicht kann man aus der Antwort rauslesen, ob er das richtig verstanden hat, was man von einem will. Ja. Du bist auf Stumm. Wir hören dich nicht. Oh, danke euch. Ja, genau. Also wenn wir jetzt hier von der Skala reden, dann meinen wir üblicherweise, nachdem wir eine Überzeugung identifiziert haben und dann ein bisschen gefragt haben, was eigentlich gemeint ist damit, dann fragen wir, wie hoch der Grad der Überzeugung ist. Das hat einige Vorteile. Zum Beispiel kann man dann Folgefragen stellen, aber auch, wenn jetzt jemand sehr sicher ist in der Überzeugung, dann muss er auch gute Gründe haben. Und da kann man dann quasi später dann nochmal einhaken und gegebenenfalls später dann auch fragen, ob sich was verändert hat an dem Grad der Überzeugung und so vielleicht auch Erfolg messen. Man muss natürlich auch immer ein bisschen vorsichtig sein, weil das ist ja immer die eigene Wahrnehmung. Vielleicht ist man da auch ein bisschen, täuscht sich da. Genau. Aber üblicherweise ist das eine gute Idee. Was ich noch ergänzen würde zu dem Thema, zu diesem Missverständnis, ich glaube, was auch helfen kann, ist, dass man einfach, wenn man nach dem Grad der Überzeugung fragt und diese Skala verwendet, dass man auch nochmal die Formulierung der Überzeugung wiederholt. Also wenn man sagt, okay, also auf einer Skala von 0 bis 100, wie sicher, wie gewiss bist du dir, dass die Aussage, Homöopathie hilft, und jetzt entweder bei vielen oder bei allen Krankheiten, müssen wir dann vielleicht auch nochmal nachfragen, würde sie denn jetzt sagen, bei allen oder bei vielen? Aber dann, wie gewiss bist du dir, dass diese Aussage stimmt? Und dann ist auch klar, dass es sich darauf bezieht und nicht, dass nicht die Frage ist, bei wie viel Prozent aller Krankheiten hilft es. Ja. Und an der Stelle vielleicht noch ganz kurzer Verweis, weil gerade die Übungsrunde angesprochen wurde. Wir treffen uns zweimal wöchentlich auf Discord und üben den sokratischen Weg. Wer da dazu stoßen möchte, ist herzlich willkommen. Findet man auch auf unserer Webseite sokratischer-weg.de. Ganz kurzer Werbeblock. Und dann kann es weitergehen. Oder hat noch jemand Links in der Beschreibung. Genau, Links sind in der Beschreibung. Komm bei deiner nächsten Krankheit zu mir und wir probieren es aus. Meistens ist es ja so, dass wenn man es selbst erlebt hat, dass es dann sehr eindrücklich ist. Hast du das selbst erlebt? Ja, mehrfach. Ich arbeite seit 30 Jahren homöopathisch und habe auch meine Eltern in Behandlung. Also funktioniert sehr gut. Meine Kinder gehen eigentlich so gut wie nie zum Arzt. Wir machen alles homöopathisch. Meine Kinder haben noch nie ein Antibiotikum genommen. Und ich habe 3 Kinder, also nicht nur eins. Also würdest du sagen, dass deine persönlichen Erfahrungen, die du damit mit Homöopathie gesammelt hast, ist dein stärkstes Argument, weswegen du der Überzeugung bist, dass Homöopathie wirkt? Richtig. Ja. Ja. Da nur ganz kurze Anmerkung. Eine der Basistechniken des sokratischen Wegs, das Spiegeln, einfach nochmal wiederholen. Man kann es mit exakt den gleichen Worten wiedergeben oder man kann es mit eigenen Worten zusammenfassen und hilft oft, dass der Gesprächspartner darüber nochmal ein bisschen genauer nachdenkt. Finde ich, merkt man hier auch. Also sie sagt nicht einfach nur ja und damit ist es abgeschlossen, sondern sie bestätigt es so 2-, 3-mal und das zeigt auch, also sie denkt noch mal kurz drüber nach, ob das so ist. Wollte nur kurz was dazu sagen, weil es mir aufgefallen ist. Das war der ganz wichtiger, zentraler Punkt, dass man das halt weiß, weil man selbst erlebt hat. Wenn man da tiefer oder später im Gespräch wäre an dem Zeitpunkt, ich glaube, vielleicht wäre es zu früh für die Frage, aber vielleicht könnte man dann in die Richtung gehen, ob, wenn man etwas persönlich erlebt und persönlich für richtig empfindet, ob das immer eigentlich der beste Weg ist, herauszufinden, ob das auch wahr ist. Ja, oder beziehungsweise ein verlässlicher Weg, ne? Ja, genau. Genau. Also aus epistemologischer Sicht quasi, auf Englisch würde man sagen, anecdotal evidence, also anekdotische Evidenz quasi. Man sieht einmal oder 2-mal das, was passiert, oder 10-mal. Ja, wie aussagekräftig ist es dann? Genau.
Weil der Begriff jetzt einfach ein, zweimal gefallen ist, wollte ich hier nur kurz festhalten, dass Epistemologie nichts anderes bedeutet als Erkenntnistheorie. Genau, also woher wissen wir das, was so ist, wie wir glauben, dass es ist? Schön Ganz gesagt. einfach. Okay, machen wir weiter. So würde ich das formulieren. Ja. Interessant. Hast du noch? Ist das, also wenn du die persönlichen Erfahrungen nicht gesammelt hättest und sagst, ja, ich habe von Homophobie einfach noch nicht gehört, weil, keine Ahnung, man lebt irgendwo auf dem Mars, wo man davon noch nie gehört hat. Gäb's da, würdest du dann nicht an Homöopathie glauben? Also, das war falsch formuliert. Was ich sagen wollte, ist, Wenn ich die Erfahrung noch nicht gemacht hätte, ob ich dann an Homöopathie glauben würde. Also schon mal vom- Dann ja. wäre es wahrscheinlich schwieriger, ja. Weil man hört. Da hat sie dir sehr geholfen. Ja. Aber nur Ja. ganz kurz, warum war das die falsche Frage, Karl? Warum hast du dich so ein bisschen versteckt? Weil ich gesagt habe, würdest du dann nicht mehr dran glauben? Und richtig formuliert würde ich das heutzutage sagen, würde deine Zuversicht in die Überzeugung senken. Oder Also- beeinflusst werden, Oder wäre noch beeinflusst werden. neutraler. Ne? Ja, Das was, war schon denke ein ich, was, denke ich, eine sehr wichtige Frage ist, denn sie hat ja gesagt oder bestätigt, das ist ihr wichtigster Grund. Und wenn sie auf diese Frage dann sagen würde, nee, das würde nichts ändern, dann wird es wohl nicht tatsächlich der wichtigste Grund sein. Außerdem dazu, habe ich auch schon öfter gemacht, weil ich immer gut, dass wenn man merkt, eine Formulierung passt nicht, dass man einfach sagt so, hey, Blödsinn, Kommando Retour, ich fange nochmal an. Und in dem Fall ist halt das passiert, dass sie schon gemerkt hat, was du fragen wolltest und hat es mit ihren eigenen Worten formuliert. Deswegen hat sie dir geholfen, das weist auch auf eigentlich sehr guten Rapport hin. Sehe ich das richtig, dass dir die Formulierung an Homöopathie glauben, da in dem Kontext nicht, also dass du das so nicht, die Formulierung so nicht stehen lassen wolltest? Das ist Das mir ist nicht die mehr Frage. bewusst. Bitte? Ist mir nicht mehr bewusst. Okay. Also das wäre auf jeden Fall meine Perspektive da drauf. Sie hat gesagt, sie ist davon, das ist ihre Überzeugung. Und je nachdem kann es jemand als, ja, könnte es jemandem nicht passen, dass es jemand so formuliert, du glaubst daran, weil es dann so klingt, das ist eine Glaubensangelegenheit und keine Frage des Wissens oder keine Frage der Erfahrung oder so. Ja. Auch sehr nervös. Das war mein erstes Gespräch, das aufgezeichnet wurde. Ja. Natürlich sehr viel Unterschiedliches in den Medien. Und ich denke aber, die Leute, die das mal ausprobiert haben und das hat geholfen, die sind eigentlich gar nicht mehr davon abzubringen. Weil es gibt keine Nebenwirkungen, also es gibt halt verschiedene Vorteile mit dieser Methode. Es gibt keine Nebenwirkungen. Nein. Und da hätte ich fragen sollen, nicht, Also es gibt sogenannte. da hätte ich nicht fragen sollen, es gibt keine Nebenwirkungen, sondern was heißt helfen? Das ist, glaube ich, der Hauptfehler des gesamten Gesprächs, dass wir nicht geklärt haben, was heißt hilfreich überhaupt? Wie definieren wir das? Das hätte man da jetzt schön fragen können. Entweder das oder was ich auch eine gute Frage gefunden hätte, wäre, kann es dann auch sein, dass jemand das ausprobiert und trotzdem nicht sonderlich viel am Ende davon hält? Ich denke, also ich würde schon auch in die Richtung gehen. Ich glaube, es hätte sehr viel geholfen, abzugrenzen, nicht nur, was bedeutet es, dass es hilft, sondern auch, was bedeutet es, dass etwas nicht hilft. Woran erkennt man, dass etwas nicht wirksam ist? Und dann kann man nämlich das auch immer schön, es gibt diesen schönen Outsider-Test of Faith, also so einen außenstehenden Test für solche Überzeugungen machen und kann sagen, okay, wenden wir doch mal dieselben Argumente auf eine andere Überzeugung an. Und
jemand anders ist von einer Sache überzeugt, von der der Gesprächspartner nicht überzeugt ist, beziehungsweise überzeugt ist, dass es in dem Fall, dass es keine wirksame Therapie ist. Genau, Aber diese also andere Person ist aber aus den gleichen, also nennt die gleichen Gründe, weshalb diese dritte hypothetische Person überzeugt ist, dass es wirkt. Wie kann ich jetzt als Außenstehender entscheiden, ob diese dritte Person recht hat oder eben der Gesprächspartner, also in diesem Fall Petra? okay, also das heißt, wenn ich richtig verstehe, quasi Petra glaubt an Homöopathie, eine dritte andere Person glaubt nicht an Homöopathie oder ist nicht überzeugt davon. Quasi, wenn man die gleiche Argumentation verwendet, könnte ich dann zu einem anderen Schluss kommen. Ist das richtig? Nee, nicht ganz. Ich würde sagen, Petra ist davon überzeugt, dass Homöopathie wirkt. Jetzt finden wir irgendeine Therapieform, wo sie davon überzeugt ist, dass die nicht funktioniert. Mhm. Und, weiß ich nicht, Schüsslersalze. Sind Also auch angenommen. Homöopath. Ich habe jetzt kurz darüber nachgedacht, sorry, dass ich dich unterbreche, was für Beispiele man bringen könnte. Und Schüsslersalze sind ja auch Homöopathie. Bachblüten sind auch Homöopathie. Ich glaube, das beste Beispiel in dem Fall wäre der Medizinmann. Ja. Nein, Jetzt war das ich war beste dreimal beim Beispiel, Medizinmann, der hat mir geholfen. Nein, Nicht? nein, das ist mein zweitgrößter Fehler, den ich in dem Gespräch gemacht habe. Ich habe ein eigenes Beispiel reingebracht. Niemals eigene Beispiel reinbringen. Niemals. nicht niemals, sondern niemals direkt, sondern erstmal nach Beispielen fragen. Ja. Und lieber zweimal und vielleicht sogar dreimal nach den Gesprächspartner nach einem Beispiel fragen und erst wenn der Gesprächspartner wirklich dem Gesprächspartner kein Beispiel einfällt oder keins nennen möchte, dann kann man drüber nachdenken, einen Vorschlag zu machen oder mehrere Vorschläge, wo sich dann der Gesprächspartner was aussuchen kann. Genau, weil das Ziel ist ja bei so einem Gegenbeispiel, was nicht wirkt, da sucht man ja was, von dem der Gesprächspartner glaubt, dass es nicht wirkt. Das könnte ja alles sein. Richtig. Ja. Okay. Dann gehen wir weiter. An der Erstverschlimmerungen, die auftreten, weil man, also wissen Sie, wie Homöopathie funktioniert? Also man setzt quasi eine Kunstkrankheit und die Kunstkrankheit ist quasi so eine starke Information, dass die eigentliche Krankheit damit geheilt wird. Also die geht weg. Und durch dieses Setzen der Kunstkrankheit kann man mit Tiefpotenzen, also mit sehr stark, also hohen Potenzen, kann man einen starken Reiz setzen und das kann unter Umständen ein bisschen wehtun. Also das nennt man dann Erstverschlimmerung. Was Da hatte ich große ist aus Schwierigkeiten. deiner Sicht, aus Ihrer Sicht, Ich hatte sehr große Schwierigkeiten, nicht loszulachen. Also ich fand das teilweise so abstrus und sich selbst da zurückzuhalten, ist manchmal sehr, sehr schwierig. Was mir da immer hilft, ist, ne, also man muss sich immer vor Augen halten, man könnte da auch sitzen. Ja. Die allerschlausten Menschen haben blinde Flecke, man selber auch irgendwo wahrscheinlich, man weiß es halt eben nicht. Genau deswegen, wir alle könnten irgendwelche Überzeugungen haben, die nicht wahr sind, die vielleicht sogar abstrus sind in anderer Menschens Augen. Von dem her, das hilft mir persönlich zumindest dann immer, da ernst zu bleiben und den anderen auch ernst zu nehmen. Ja. Ja, und ich denke, an der Stelle ist es auch nochmal wichtig zu betonen, bei SI oder dem sokratischen Weg geht es nicht darum, dass wir, die das praktizieren sozusagen, die das anwenden, denken, wir sind super rationale Menschen, die nur tolle Überzeugungen haben und unsere Gesprächspartner sind unsere Gesprächspartner, weil sie nur irrationale, blödsinnige Überzeugungen haben, von denen wir sie abbringen müssen. Es geht eben um das gemeinsame, bessere Verstehen, das dann natürlich Grundlage dafür sein kann, dass man Überzeugungen dann auch ablegt, aber auch nicht sein muss. Und es sollte nicht aus so einer
überheblichen Haltung heraus passieren. Ja, sehr wichtiger Punkt. Man kann ein Gespräch nach dem sokratischen Weg auch genauso gut über das Gegenteil der Überzeugung führen. Also jede Überzeugung und ihr Gegenteil. In dem Fall, wenn jemand sagen würde, ich bin 80, 90%, wie auch immer, gewiss, Homöopathie wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus, kann man genauso ein Gespräch führen und über die Gründe dafür reflektieren. Und das kann Ja. auch sehr gewinnbringend sein. Okay. Ja, wir können du sagen. Sorry. Das ist kein Problem. Was ist aus deiner Sicht das stärkste Argument, was gegen Homöopathie spricht? Ja, eigentlich die Menschen, die sagen, ich habe das probiert und es hat nicht funktioniert. Oder auch Ärzte, die so eine Fortbildung gemacht haben und denken, jetzt können sie Homöopathie. Homöopathie, da braucht man 2 Leben, um das zu verstehen. Also am besten, man hat noch einen richtigen Guru, einen alten Mann, der das auch schon 30 Jahre lang macht. Und dieses Wissen plus mein Wissen ist Homöopathie machen. Aber kein Wochenendkurs, also das ist wirklich ein Witz. Und also die Leute, die verunsichern aber die Menschen, weil sie sagen, das bringt ja gar nichts. Ich habe das ausprobiert, ich habe eine Fortbildung gemacht, es geht gar nicht. Ja, aber das ist leider zu wenig. Also, wenn man damit noch keine positiven Erfahrungen gesammelt hat. Ja. Positive Erfahrungen lassen eigentlich die Menschen nur noch zur Homöopathie gehen. Also selbst die Leute, die erstmal keine positiven Erfahrungen machen und sagen, ich gehe jetzt doch wieder zu meinem anderen Heilpraktiker oder so, das hat mir besser geholfen, die kommen dann doch wieder. Weil sie merken, das bringt nichts und die Homöopathie hat doch besser geholfen. Das habe ich schon ganz oft erlebt. Zu einem anderen Heilpraktiker. Wenn, angenommen, Ich habe nur einen dummen Seitenspruch gemacht. Okay. Hier war aber, glaube ich, ein Beispiel, nur ganz kurz als Anmerkung. In Ihren Worten, das bringt nichts. Ne? Also die Methoden anderer Heilpraktiker, die jetzt nicht Homöopathie machen oder mancher anderer Heilpraktiker, das wäre ein schöner Anlass gewesen, nachzufragen, was wäre denn ein Beispiel von etwas, was nichts bringt. Ja, hast du recht, das wäre echt schön gewesen. Ja. Sie ist auch der Frage, die Karl gestellt hat, zuerst ein bisschen ausgewichen, ist mir aufgefallen. Hat sie gefragt, was spreche denn gegen, das stärkste Argument gegen Homöopathie, und sie hat geantwortet, was halt andere Leute dazu führen würde, die bewiesenerweise wirksame Methode der Homöopathie zu bezweifeln. Sehe ich ein bisschen anders. Sie hat eigentlich genauso geantwortet, wie ich erwartet hätte. Ihr größter Grund, warum sie glaubt, ist die persönliche Erfahrung. Und der größte Gegenargument, das sie geliefert hat, ist, andere Leute haben diese Erfahrung nicht gemacht und glauben daher nicht daran oder sind da nicht davon überzeugt, gehen dann zu anderen Heilpraktikern und kommen dann zurück. Also fand ich, das ist quasi die rote Linie auch dabei. Genau, Appeal to Personal Experience. Vorher haben wir Anecdotal Evidence gesagt, also im Endeffekt ist es das Gleiche. Ne? Also wenn ich, das Beispiel, das ich da immer gern nehme, ist, wenn man die Münze nimmt und in den Getränkeautomaten schmeißt und die kommt einmal unten wieder raus, dann kann man jetzt versuchen, die an dem Automat zu reiben und dann nochmal reinzuschmeißen. Und vielleicht wird sie dann genommen. Das bringt zwar nichts, also Leute haben da tatsächlich Studien gemacht dazu, aber durch diesen Confirmation Bias, also wenn es halt einmal funktioniert, dann hat man die persönliche Erfahrung gemacht, die positive, jetzt hat es funktioniert, dann macht man das beim nächsten Mal wieder so und die positive Erfahrung bleibt stärker haften wie die negative Erfahrung, dass es nicht klappt. Das ist ein sehr schönes Beispiel, und wie tief das in uns verankert ist, kann man bei den Experimenten von Skinner sehen, den Verhaltensexperimenten, Verhaltensforscher mit Tauben. Ich gehe da jetzt nicht zu sehr ins Detail, aber das ist sehr spannend. Das kann man sich mal durchlesen. Also Skinner, Taubenexperiment oder sowas mal googeln. Das ist sehr interessant. Da greifen die gleichen Mechanismen wie in diesem Fall
was du jetzt gerade beschrieben hast, Hannes. Okay. Also, Ich habe persönlich Erfahrungen damit, dass, ich weiß nicht, dass wenn ich dreimal ums Haus renne, genau dreimal, Ja. dafür sorgt, dass meine Krankheiten weg sind. Ja, Hannes, du hast die Hände beim Kopf zusammengeschlagen. Aus gutem Grund. Das ist ein schlechtes Beispiel aus 2 Gründen hauptsächlich. Ne? Das erste ist, sie könnte glauben, dass es tatsächlich hilft, dreimal ums Haus zu rennen. Man weiß es nicht. ja. Und zum zweiten Mal, die Wahrscheinlichkeit, dass sie das nicht glaubt, ist natürlich hoch, weil es halt relativ klar ist, dass das nichts bringt. Und zwar so klar, dass es fast schon wieder lächerlich ist. Ne? Und damit vergleicht man Homöopathie ein bisschen mit dreimal ums Haus rennen und das hilft mir dann mit meinem Krebs. Hoffentlich stößt ihr das nicht sauer auf, weil das ist genau die Befürchtung, wenn man solche Beispiele bringt. Das Beispiel hat dem Rapport nicht gut getan. Und das war ja mein zweitgrößter Fehler in dem ganzen Gespräch. Ich würde tatsächlich noch mal kurz ein paar Sekunden zurückspringen, dann kann man noch mal ein bisschen auf die Mimik auch achten von Petra, wie sie auf dieses Beispiel reagiert. Ich denke, kriegt man schon auch mit, dass sie merkt, dass sie sie nimmt das Beispiel nicht so richtig ernst und merkt auch, dass du das Thema vielleicht nicht so ernst nimmst, wie du solltest. Ich sollte. Genau dreimal. Ja. Ich weiß nicht, dass wenn ich dreimal ums Haus renne, genau dreimal, Ja. dafür sorgt, dass meine Krankheiten weg sind. Und da habe ich persönliche Erfahrungen gesammelt und das ist so. Macht das dann das dreimal ums Haus, denn sorgt es dafür, dass meine Krankheiten weg sind? Welche Krankheiten meinst du denn? Schnupfen? Krebs. Wenn das bei einer großen Gruppe an Menschen der Fall sein sollte, dass dreimal ums Haus rennen funktioniert, dann würde ich sagen, okay, dann rennen dreimal ums Haus zu. Scheint zu funktionieren. Darf ich hier einhaken? Super interessant. Also was ist hier passiert? Ne? Es ist outside the test of faith. Also im Endeffekt Homöopathie versus andere Methode. Warum wirkt das eine und das andere nicht? Wie finden wir raus, quasi, ob es wirkt? Wo ist der Unterschied? Und was man vermuten könnte, was ihre Antwort sein könnte, ist die persönliche Erfahrung, eben genau den Grund, den sie auch schon vorher genannt hatte. Aber hier gibt es jetzt eine andere Antwort, nämlich wenn man rausfindet, dass das bei einer großen Gruppe an Menschen hilft, was im Endeffekt heißt, wenn man eine Studie macht mit einer großen mit einer großen Anzahl an Menschen und dann, also es geht hier weniger um die eigene Erfahrung jetzt, sondern um fast schon eine statistische Erhebung, auch wenn sie das jetzt nicht so sagt, aber es schon etwas wissenschaftlich. Ich würde sagen, es könnte es bedeuten. Das müsste man dann näher erfragen, aber es klingt sehr danach, ja. Was sehr interessant ist, dass sie bei Sachen, an die sie glaubt, diese Studie nicht haben möchte, und an Sachen, an Sachen, die sie glaubt, braucht sie keine wissenschaftliche Studie, aber Sachen, die sie nicht glaubt, braucht sie eine wissenschaftliche Studie oder hält das für sinnvoll. Wobei ich hier auch ergänzen würde, dass sie am Anfang auch nicht nur auf ihre eigene persönliche Erfahrung gegangen ist, sondern auf die Erfahrung aus 30 Jahren Homöopathie. Und es könnte ja sein, dass sie das als groß genug, also als ausreichend große Gruppe empfindet. Man hätte vielleicht nachhaken können, ab wie vielen Menschen ist die Gruppe groß genug, um eine Aussage treffen zu können. Ich glaube, tue ich auch gleich.
Sehe ich auch so, ja. Ich finde es eigentlich sehr ehrlich von ihr, dass sie sagt, Mhm. also ich versuche mich jetzt auch, wenn ich offensichtlich das Beispiel nicht so richtig ernst nehmen kann, aber ich lasse mich trotzdem drauf ein. Was würde mich denn davon überzeugen? Und das ist ja schon eine sehr große Ehrlichkeit und Bereitschaft, dieses Gedankenexperiment trotzdem anzunehmen. Und im Grunde sagt sie, na ja, also was habe ich als Grund für davon überzeugt zu sein, dass Homöopathie funktioniert? Ich habe einen großen Erfahrungsschatz, sehr viele Fälle, in denen das geholfen hat. Genau das würde ich auch als, Evidenz akzeptieren, dass das dreimal ums Haus rennen funktioniert. Also, so würde ich Mhm. das eher Ich einstufen. habe jetzt sehr genau auf ihre Mimik und ihren Tonfall geachtet und ich glaube bemerkt zu haben, ich kann mich täuschen, dass sie wirklich ein bisschen genervt war im Moment von der Frage. Aber ich glaube, du bist da einfach nur ganz knapp an der Rapportbeschädigung vorbeigeschrammt. Also in der Frage war sie dann wieder total ehrlich, ja. Hat gesagt, ja, wenn dir das hilft, dreimal ums Haus rennen, mach das. Also hätte schlimmer sein können, sollte man natürlich nicht tun, aber ja, wenn man so ganz genau hinhört, dann im Nachhinein, live im Gespräch ist das natürlich viel schwieriger zu erkennen. Das ist nicht leicht, da ist man dann gedanklich immer 3 Minuten hinten nach und dann plötzlich kommt es einem. Aber ja, war halt so. Ja, deswegen also, Karl, das mit dem Hände überm Kopf zusammenschlagen, klar, das ist dann doof, das im Nachhinein zu sehen, aber, Hut ab. Es ist ein super interessantes Gespräch, deswegen haben wir es jetzt ja auch für unsere erste Show rausgesucht. Und es ist auch immer noch mal, äh na ja, man muss sich schon drauf einlassen, dass so 'n Panel von mehreren von in dem Fall jetzt 6 Leuten oder, 5 Leuten mit so 'nem kritischen Blick auf so 'n Gespräch schauen. Also, vielen Dank, dass du das dafür zur Verfügung gestellt hast. Ja, und es sorgt ja auch dafür, dass ich lerne, ne? Also den Fehler, dass ich Richtig. nicht abkläre, was, hilfreich und nicht hilfreich ist. Also diese Definition, diesen Fehler werde ich nicht noch mal machen. Und ich passe momentan super, super doll drauf auf, keine eigenen Beispiele zu machen, weil ich diese Fehler gemacht habe. Mhm. Gut, dann schauen wir weiter. Also ist die Größe der Gruppe relevant? Ja, auch. Ja. Mhm. Wie groß ist die Gruppe bei der Homöopathie? Das ist eine gute Frage. Also in der homöopathischen Praxis, wenn die gut läuft, jetzt im Monat oder auf welchen Zeitraum gerechnet? Gesamtbevölkerung, deutsche Gesamtbevölkerung. Wie vielen Menschen muss Homöopathie helfen, damit wir sicher sind, dass Homöopathie... Ach so meinst du das? Okay, wie viel Prozent? Also ich denke mindestens mal 30%, denke ich mal, weil sonst das ist nur eine Randerscheinung. Ja. Also, ich muss ihr zustimmen, gute Frage. Das ist 'ne super Frage an der Stelle. Man merkt's unter anderem auch daran, dass sie 'ne ganze Weile drüber nachdenkt. Und es ist quasi 'n Test. Sie macht das auch jetzt falsifizierbar im Grunde, weil sie sagt, also, wenn es weniger als 30% wären, wäre es im Prinzip 'ne Randerscheinung. Das heißt, könnte man dann ja gegebenenfalls noch mal nachfragen, bedeutet das, angenommen, es wären weniger als 3, wir würden das überprüfen und würden feststellen, es sind weniger als 30%, würde das deine Zuversicht in die Überzeugung beeinflussen? Das wäre eine sehr gute Frage gewesen. Eine Anmerkung hätte ich. Ich hätte die Frage nur nicht anhand von der Homöopathie gestellt, sondern anhand des anderen Beispiels. Weil sobald es um die eigene Homöopathie geht, versucht man das immer gleich auch zu rechtfertigen. Stimmt es denn überhaupt? Wenn nicht, passe ich die Zahlen ein bisschen an. Wenn es aber um was anderes geht, wo man nicht emotional verhaftet ist drin, dann ist man auch gleich ein Stück weit ehrlicher und setzt auch strengere Maßstäbe. Ja. Mhm.
Also 50 brauchen wir auf keinen Fall. Ich glaube, bei 30 wird es schon ausreichen. Ist das dann, Da gibt es ja diese kritische Masse, ne? Ist das nicht so ungefähr 30, Ja, 35%? ja. Ja. Kann das auch andere Gründe haben oder ist es eindeutig Homöopathie? Oder könnte es auch sein, dass, keine Ahnung, dass man sich damit beschäftigt, dass die psychische Gesundheit, dass man mit jemandem spricht, darauf auch eine Auswirkung? Das hat sicher auch eine Auswirkung. Da bin ich jetzt ein bisschen penibel, aber die Frage, super, kann das auch andere Gründe haben? Besser wäre es gewesen, wenn du das offen gelassen hättest und nicht gleich quasi das Beispiel mitgeliefert hättest. Denn sobald das Beispiel mitgeliefert wird, denkt man nur noch über das Beispiel nach und fängt nicht mehr selber an zu überlegen, was kommt denn so alles in Frage. Ja. Und die, auf die man von alleine kommt, sind meistens auch die interessanteren und die, wo es sich mehr lohnt, die genauer unter die Lupe zu nehmen. Ja, ich wäre jetzt im Nachhinein noch mehr bei dem Thema geblieben. Okay, also ab 30% ist es eine kritische Masse. Ich bin jetzt zum nächsten Step oder nächsten Methode gesprungen. Das hätte ich, wäre nicht nötig gewesen. Man hätte bei dem Punkt bleiben können. Was ist eine kritische Masse? Wäre meine Frage gewesen. Genau. Wie können wir herausfinden, ob wir diese kritische Masse haben? Ja. Nein? Hannes ist nicht glücklich? Da muss man sich, glaube ich, muss man aufpassen, dass man sich nicht verzettelt Ja. an der Stelle. Oder gerade die Frage, was ist die kritische Masse? Weiß ich nicht. Könnte es sein, dass das hilfreich ist. Ja, aber kurz mal nachfragen, was meinst du damit? Ja. Muss sich ja dann nicht, man muss sich ja nicht verzetteln. Man kann es natürlich machen, aber man sollte es vermeiden. Mein Eindruck ist eher, dass der Begriff kritische Masse für Sie da nicht wichtig ist. Ihr geht es nur darum, das ist so Ihr Gefühl, 30%, ja, und dann nochmal überlegt, also 50% müssten es nicht sein, nee, 30. Und dann sagt sie, ja, ist das nicht irgendwie, glaube ich, auch hier dieses kritische Masse und so. Das wirkt nicht so, als wäre Ihr kritische Masse der Begriff oder dieses Konzept wichtig, sondern als wäre das nur so, das habe ich irgendwie schon mal gehört und das würde das ja vielleicht auch sogar stützen. Ja, bin ich bei dir. Aber trotzdem will ich dann dabei bleiben, okay, wie viel haben wir denn da bei der Homöopathie? Genau, das wär ein bisschen eine andere Richtung. Wobei ich aber auch, also mir ist da das Konzept auch nicht ganz klar, also auf die Gesamtbevölkerung, wenn man fragt, wie viel Prozent. Was heißt es denn, wenn nur 10% der Bevölkerung überhaupt Homöopathie nehmen würden, angenommen, und von diesen 10% geht es 99% besser? Ja. Oder, ja. Okay. Eine Erstanamnese dauert ja 2 Stunden. Man beschäftigt sich mit den Menschen. Aber dann die Nachfolgebehandlungen sind sehr kurz. Also man kann es sogar telefonisch machen. Man sagt, welche Symptome man hat. Und dann sucht der Homöopath oder die Homöopathin das passende Mittel raus. Und dann entweder man schickt es dem Patienten oder der kauft es sich selbst in der Apotheke. Und also richtige Homöopathen arbeiten auch nur mit Einzelmitteln, keine Komplexmittel. Können wir irgendwie herausfinden, ob dieses Erstgespräch, diese lange Anamnese und das Beschäftigen mit der Person den Gesundheitszuwachs, also das Besserfühlen ausmacht oder das homöopathische Mittel? Ja, also so eine homöopathische Behandlung dauert ja unter Umständen, je nachdem, was für eine Krankheit es ist, sehr, sehr lange. Also man kann sagen, erst nach 10 Jahren bemerkt man eine Heilung oder sogar eine Besserung. Nach 10 Jahren? Ja, also nach 10 Jahren ist man durch. Nach 10 Jahren müssten eigentlich, also bei meiner Mutter hat es 10 Jahre gedauert und die ist jetzt 80. Sie hat mit 70 angefangen und sie hatte verschiedene Krankheiten, zum Beispiel Leberstörung oder eine Schilddrüsen, was war das?
Hyperaktivität der Schilddrüse und sowas. Also da gab es schon so ein paar chronische Krankheiten, die nicht mehr weggingen. Die blieben. Und Die sind komplett weg. und das lag an der Homöopathie. Ja. Können wir herausfinden, dass es an der Homöopathie lag und nicht an einem anderen Umstand? Ja, weil sie hat ja sonst nichts anderes gemacht in der Zeit. Sie ist auch nicht mehr zum Arzt gegangen, weil sie enttäuscht war von den Ärzten. Und hat gesagt, ich gehe dauernd hin, es bringt überhaupt nichts. Ich kenne mich im ganzen Medizinbereich leider nicht so gut aus. Gibt es Krankheiten, mit denen der Körper eigenständig klarkommt? Also als junger Mensch bestimmt. Aber es gibt sogar als junger Mensch heutzutage niemand mehr, der ganz gesund ist. Also, Da würde ich einhaken. Da gibt es immer irgendwas, was jemand hat. Ja. Also hier sind zwei Dinge passiert. Zum einen mal, das sieht man sehr oft, dass auf der einen Seite wird die eigene Überzeugung falsifizierbar gemacht. Ne? Zum Beispiel 30% haben wir als diese Schwelle gehört, die aussagekräftig ist. Das ist dann wieder was anderes. Und jetzt wird aber diese Falsifizierbarkeit wieder sehr schwer gemacht. Quasi, ja, man muss ja gucken, ne? Also das wirkt ja nicht gleich, das kann ja 10 Jahre dauern, bis das überhaupt wirkt. Also man macht es falsifizierbar, aber man setzt sehr schwierige oder man macht sehr schwierig, das zu falsifizieren. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, ob das dann noch fair ist. Ob man die gleichen Maßstäbe auch woanders nicht unfair finden würde. Ja. Also da kann man in diese Richtung hätte man fragen können. Und was du gerade eben gefragt hast, kann der Körper nicht auch dann mit manchen Krankheiten von selber fertig werden? Das fand ich ein bisschen eine führende Frage. Da hat man schon ein bisschen gemerkt, eigentlich bist du der Meinung, dass der Körper mit manchen Krankheiten auch selber fertig werden wird. Ich hätte das anders formuliert. Ich hätte da einen hypothetischen Fall gemacht. Angenommen, du würdest jetzt rausfinden, dass deine Mama heimlich Tabletten genommen hat vom Doktor. Rein hypothetisch. Würde das dann als Grund wegfallen vielleicht? Oder angenommen, da gibt es jetzt irgendeine medizinische mir fallen keine guten Beispiele gerade ein, aber irgendwie in die Richtung. Ich denke, also ich finde die Richtung sehr gut und ich denke, die einfachste Variante davon wäre, angenommen, du würdest jetzt rausfinden, dass deine Mutter in Wirklichkeit die homöopathischen Mittel gar nicht eingenommen hat, sondern immer weggekippt hat. Guter Punkt, ja. An der Stelle wäre auch super hilfreich gewesen, wenn ich eine Klärung von hilfreich und nicht hilfreich gehabt hätte. Ne? 10 Jahre. Ja. Das wäre an dem Punkt super hilfreich gewesen. Ich habe den Punkt spannend gefunden, wo du fragst, ja, und das war die Homöopathie und sie wie aus der Pistole geschossen. Ja! Und dann aber von dir sofort, irgendwie entweder warst du gedankenschnell oder du hattest die Frage schon auf dem Schirm, dass du fragst, ja, könnten wir das herausfinden? Oder wie könnten wir das herausfinden? Sie hat dann auch wieder versucht auszuweichen und den Torpfosten zu verschieben, wie man es halt so macht. Aber den Punkt und die Gedankenschnelligkeit von dir, die fand ich einfach, ja, klasse. Da hätten wir vielleicht noch ein bisschen nachnageln können und einfach die Frage nochmal stellen. Weil ich glaube, im Endeffekt kommt es darauf raus. Ne? Also wenn man jetzt mehrere Patienten hat und Dinge helfen, wie kann man jetzt das Ganze zuverlässig betrachten, sodass die eigenen Voreingenommenheit dann nicht mehr so eine große Rolle spielt. Also wie findet man raus, was jetzt hilft und was nicht hilft? Okay, schauen wir weiter. Das ist der Anfang. Ups, ja, ich habe aus Versehen den Play-Button nicht ganz erwischt. Hoffe ich mal, dass ich ungefähr die Stelle wiederfinde. Oder sogar eine Besserung. Nach 10 Jahren. Ja. Also nach 10 Jahren ist man durch. Nach 10 Jahren
Krankheiten, zum Beispiel Leberstörungen und sowas. Also da gab es schon so ein paar chronische Krankheiten. Und das lag an der Homöopathie. Ja. Genau. Wenn wir herausfinden, dass es an der Homöopathie lag und nicht an einem anderen Umstand, Ja, weil sie hat ja sonst nichts anderes gemacht in der Zeit. Sie ist auch nicht mehr zum Arzt gegangen, weil sie enttäuscht war von den Ärzten. Und hat gesagt, ich gehe dauernd hin, es bringt überhaupt nichts. ich kenne mich im ganzen Medizinbereich leider nicht so gut Ja. aus. Gibt es Krankheiten, mit denen der Körper eigenständig klarkommt? Also als junger Mensch bestimmt. Aber es gibt sogar als junger Mensch heutzutage niemand mehr, der ganz gesund ist. Also da gibt es immer irgendwas, was jemand hat. Ne? Also und das kann man super mit der Homöopathie wieder gerade richten, sage ich immer. Ne? Also das ist man Yin und Yang, ne? Man muss in der Mitte sein, um gesund zu sein. Und wenn man nach einer Seite ausschlägt, dann entwickelt man eine Krankheit als junger Mensch noch nicht so schlimm, aber als alter Mensch, da sammelt sich unter Umständen schon ganz schön viel an. Und dann braucht es auch relativ lange, dass das wieder weggeht. Also 10 Jahre muss man rechnen. Als junger Mensch natürlich nicht 10 Jahre. Also mein Sohn, der hatte immer wieder wiederkehrende eitrige Mandelentzündung und eine 4-malige Gabe C1000 Tuberkulinum. Bis heute hat er nichts mehr. Also das bleibt dann auch so, wenn das mal durch ist und dann bleibt es so. Also diese miasmatische Schwäche wurde quasi korrigiert. Wenn er, angenommen, wir wollen das nicht hoffen, aber er würde wieder an der Krankheit erkranken. Ja. Würde das deine Zuversicht in Homöopathie beeinflussen? Nö, dann würde ich ihm nochmal eine C1000 geben und dann wäre es ja wieder weg. Gibt es etwas, das deine Zuversicht beeinflussen würde? Nein. Ich bin 100% davon überzeugt, weil ich schon so viele Heilerfolge hatte. Und auch Ha, andere, sie ist 100% davon überzeugt. Nicht 80. Wollte es nur gesagt haben. Ja, das hat sie am Anfang missverstanden. Ne? Aber Ja. das ist auch. Ja, aber ich habe nur gemerkt, dass ich es am Anfang missverstanden hatte, weil ich das Video mir vorher nochmal angesehen habe. Und an dieser Stelle fiel mir das ein, da bin ich zurückgescrollt, dann habe ich den Satz erst genau angehört. Und ja. Was auch super interessant war, sie hat gesagt, dann kann das nicht wiederkommen, die Krankheit. Angenommen, sie kommt wieder, würde das heißen, dass Homöopathie nicht funktioniert hat? Nein, das würde es nicht bedeuten. Ist mir gar nicht aufgefallen, siehst du? Und es gibt nichts, was ihre Gewissheit beeinflusst oder Zuversicht beeinflussen würde. Schon auch eine starke Aussage. Ja. Da ist häufig, wenn man jemand sagt, also ich habe schon so viel Evidenz, so viel Gründe, davon überzeugt zu sein, dass es wahr ist, jetzt kann gar nichts mehr passieren, was mich da den Grad meiner Zuversicht von diesen 100% wieder nach unten bringen würde. Da ist immer die Frage ganz interessant. Würde das bedeuten, mal hypothetisch angenommen, das wäre ein Irrtum, dass man nie die Chance hätte herauszufinden, dass man sich irrt? Ja. Ist man dann quasi in der Sackgasse, kommt da nie wieder raus. Okay. Homöopathen kenne, die das auch haben. Also das wird sehr schwer, solche Menschen, also ja, man kann die gar nicht mehr von was anderem überzeugen, weil das eigentlich eine super Methode ist, um viele Zustände zu verbessern. Und die ist einfach, man kann das auch selbst mitnehmen in Urlaub oder wenn es einem am Wochenende schlecht geht, kann man sich selbst behandeln. Und das ist natürlich sehr entlastend für das gesamte Gesundheitssystem. Man muss keinen Notarzt. Das finde ich auch ganz interessant, dass sie hier sagt, man kann sich auch selbst behandeln, während sie ja vorhin gesagt hat, man muss also sehr gut ausgebildet sein, am besten einen Guru kennen, der dann auch Erfahrung hat. Das fände ich interessant, da vielleicht noch drauf einzugehen. Ich vermute mal, sie meint mit ärztlichem Rat. Ja, Also- weil wenn du gegen deine Mandelentzündung jetzt C1000 verschrieben bekommen hast und du kriegst im Urlaub wieder Mandelentzündung, weil die C1000 nicht geholfen hat, dann nimmst du halt wieder die C1000. Das hat sie wahrscheinlich gemeint, aber da interpretiere ich jetzt schon wieder was hinein.
Wäre auf jeden Fall eine spannende Frage, die zu Mhm. stellen. Ja. Rufen und so weiter. Ne? Also das ist eigentlich eine Methode, die zusätzlich, wenn die gefördert würde, das Gesundheitssystem extrem entlasten würde. Du hast gerade gesagt, man müsste keinen Notarzt rufen, wenn jemand angenommen, jemand hätte einen epileptischen Anfall. Mhm. Würdest du dann Eigenes auch Beispiel. homöopathische Mittel in dem Moment geben? Oder? Sag das nochmal. Eigenes Beispiel wieder. Ja. Nein. Nein. Also dann würde ich natürlich keine homöopathischen Mittel geben, weil das ist so ein Akutzustand. Also wenn das ein Patient wäre, der vorher schon in meiner Behandlung wäre, dann und ich die Erfahrung gemacht hätte, dass ein bestimmtes Mittel einen Anfall sofort beheben könnte, was es gibt, dann würde ich ihm das Mittel geben, würde aber noch einen Arzt dazu holen. Also Nur ganz kurz als Anmerkung dazu, eigenes Beispiel. Ich denke, es hätte schon einiges, also es wäre viel produktiver gewesen, zu fragen, in welchen Fällen, oder gibt es Fälle, in denen du dich nicht auf die Homöopathie verlassen würdest, sondern einen Notarzt rufen würdest? Und dann würde sie vielleicht von sich aus auch nicht nur auf ein konkretes Beispiel eingehen, sondern auch ein bisschen die Kriterien erklären, nach denen sie entscheidet, wann sie das tut und wann nicht. Ja. Genau. Versuch immer nicht nur quasi zu sagen, das und das war jetzt suboptimal, sondern auch zu überlegen, was wäre die bessere Variante gewesen. wenn das allerdings ein neuer Patient ist und ich weiß noch nicht, welches Mittel spricht gut an, dann wäre es mir zu gefährlich. Wie bitte? Warum würdest du einen Arzt dazu rufen? Ich würde den Arzt dazu rufen, weil ich den Patienten noch nicht gut genug kenne. Nee, ich meine bei der ersten Fall. Ja. Hast du ja gesagt, du würdest dann aber noch einen Arzt hinzurufen, wenn jemand einen Anfall hat, aber du wüsstest, das Mittel hilft. Ja. Also wenn ich ihm das Mittel geben würde und der Anfall wäre damit behoben, würde ich dem Patienten natürlich raten, dann nochmal einen Arzt aufzusuchen. Dann bräuchte man ja keinen Notarzt mehr, das ist ja klar. Aber dann lieber nochmal mit dem Arzt abklären. Also ich bin immer dafür, dass man parallel arbeiten sollte. Ne? Also nicht unbedingt immer nur, es kommt halt auch ein bisschen auf die Schwere der Krankheit an. Ne? Also oder wie der Patient sich auch fühlt, wenn er sagt, das ist jetzt doch noch nicht so richtig, und dann würde ich auch mal raten, dann lass es doch noch mal vom Arzt abklären. Weil du den Patienten noch nicht gut genug kanntest? Oder und dementsprechend nicht das richtige homöopathische Mittel gefunden hast? Entweder das oder wenn ich das Mittel gegeben habe und es bleibt doch noch was zurück, Patient fühlt sich trotzdem unwohl und so weiter, würde ich vielleicht nochmal raten, einen Arzt aufzusuchen. Also Ärzte haben super analytische Methoden. Ne? Also da kann man alles kontrollieren, gucken, was fehlt, was passt nicht. Also diese Methoden, die sind super. Nur die Heilmethode gefällt mir nicht, die Ärzte haben. Analysemethoden, sehr gut. Gerätemedizin, sehr gut. Aber die Heilmethode gefällt mir nicht immer. Also das heißt, dass die Diagnose, die Ärzte machen, ist top. Die Medikamentengabe oder die Physiotherapie, OPs oder sowas ist etwas, nicht immer passend oder nicht immer gut, weil so viele Nebenwirkungen auch da sind. Und also ich kenne auch keinen Arzt, der jemals von Heilung gesprochen hat. Eine Heilung ist für mich eine Krankheit, die mindestens mal 5 Jahre wegbleibt. Ich habe noch eine Frage. Kann man homöopathische Mittel überdosieren? Ja, dann macht man eine Prüfung. Eine Prüfung macht man dann durch. Also du setzt ja eine Kunstkrankheit mit dem Mittel und wenn du zu viel davon nimmst, dann entwickelst du die Symptome, die dieses Mittel eigentlich beheben soll. Sehr gute Frage. Okay. Also aus meiner Sicht ist es eher an der Stelle eine sehr gute Frage, zumal jetzt wieder ein bisschen
man sich im Detail verliert. Es geht jetzt wieder um Dinge, die eigentlich nicht so viel mit der Überzeugung zu tun haben und den Gründen von der Überzeugung. Und ich glaube, das ist jetzt wieder eine gute Gelegenheit, um wieder ein bisschen auf Spur zu kommen und über einen anderen Weg vielleicht nochmal rauszufinden, ob denn Homöopathie wirksam ist. Ich habe also was die Dame sagt, sehr interessant gefunden, weil ich irgendwann mal sehr ähnliche Überzeugungen sogar hatte. Ich habe damals sinngemäß behauptet, Schulmedizin ist halt gut bei physischen Verletzungen und wenn man sich den Fuß bricht, aber von den anderen Krankheiten und so, da haben die keine Ahnung, da machen die dich nur noch kränker. So ein ähnliches Muster sehe ich hier. Ich hätte es spannend gefunden, das zu erforschen. Auf den Claim jetzt speziell würde man sich vermutlich verzetteln oder das Gespräch würde dann noch eine Stunde dauern, weil man sagt, hier ist ein neuer Claim, neues Gespräch. Aber ja, wäre an dieser Stelle vielleicht nicht so gut gewesen. Aber prinzipiell, wenn es dann Folgegespräch mit der Dame gegeben hätte, dann hätte ich vielleicht, wäre ich draufgegangen, ob das irgendwie so eine Kernüberzeugung ist, ja, weil zuerst mal lehnt man Schulmedizin ab und dann nimmt man sich das einfache, leichte, bessere, ja, ohne der Dame jetzt unterstellen zu wollen, dass sie an irgendeiner Stelle falsch liegt oder so etwas, das würde ich nicht tun. Aber ja, das wäre ein interessanter Themenkomplex einfach. Ich glaube, da ist noch viel vorhanden. Mhm. Aber auch hier, glaube ich, zum Festhalten, also die Aussage, die Heilmethoden der Schulmedizin sind problematisch, da kann man auch einhaken, aber das möchte man hier nicht tun. Jetzt möchte man sich auf die Homöopathie fokussieren und man kann das ja dann als Gedankennotiz mitnehmen. Ja, volle Zustimmung. Ja. Dann wenn du überdosierst, wenn du jetzt jeden Tag eine C200, sagen wir mal, Masernnosode, ne? Du nimmst jeden Tag eine C200 davon. Auf einmal entwickelst du Hautausschläge. Masern. Also könnte es doch Nebenwirkungen geben. Also wenn du es überdosierst, ja. Aber wenn du dann merkst, oh jetzt juckt's aber, irgendwas stimmt nicht und lässt dann, also nimmst dann keine Masernnosode mehr. Nur ganz kurze Anmerkung. Da war jetzt auch etwas Messaging dabei, also kann es doch Nebenwirkungen geben. Ja, Besser wiederum. Hätte ich als Spielen sagen sollen. Also verstehe ich dich richtig, dass homöopathische Mittel doch Nebenwirkungen haben können. Oder würde man, wären das Nebenwirkungen, Fragezeichen, also fällt das unter die Definition? Ja. Ja. Hört es sofort wieder auf. Also es ist nicht so, dass du dann Masern bekommst oder so. Das passiert nicht. Aber du bekommst Symptome. Könnte ich alle homöopathischen Mittel, die es gibt, einmal die Woche nehmen und wäre dann krankheitsfrei? Nein. Nein? Nein. Weil dann würdest du dich überdosieren. Also alle Mittel einmal die Woche. Ja gut, das ist zonenspezifisch. Ne? Also du brauchst ja nur ein Mittel. Also der Homöopath sucht ein Mittel für dich raus. Weil nur das eine im Moment auf deine Symptome am passendsten ist. Okay, wenn ich dann ein zweites nehme, was nicht so passend ist, würde das dann die Wirkung des ersten fasziniert mich daran? Warum nehme ich nicht alle, die es... Alle 3000, die es gibt? Alle 3000 machen einen schönen Cocktail draus und... Aber in welcher Potenz? Also da gibt es ja diese tollen Sachen, ja, hilft ja gar nicht, komm, wir schütten das ganze Mittel rein und passiert ja gar nichts. Ja gut, wenn man nur eine D12 nimmt, passiert auch nichts. Weil in der D12, das ist ja, da ist ja sogar noch Wirkstoff drin, also da kann man ja sogar noch Wirkstoff nachweisen in der D12. Also bis zur D30 ist, glaube ich, noch was drin. Ich hake da mal ein. Ne? Also finde ich super unglücklich an der Stelle. Das, was du erfragen willst, ist eigentlich super clever. Warum nehme ich nicht eine Überdosis und beweise somit, dass keine Wirkung auftritt? Aber du fragst auf eine Art und Weise, dass
sie nicht das ordentlich reflektieren muss, aber sie merkt auf der anderen Seite, auf was du raus willst. Ich meine, das ist ja für sie keine neue Fragestellung an der Stelle und damit schädigst du dein Rapport, ohne tatsächlich Boden gut zu machen, aus meiner Sicht. Genau, also was hindert mich dran, einen Cocktail zu nehmen? Ne? Nichts hindert mich dran. Warum sollte ich das tun? Super unspezifisch, auch aus ihrer Perspektive völlig unklar, warum man sowas tun sollte, obwohl sie schon weiß, okay, jetzt geht's gegen die Wirkung. Viel besser hätte ich gefunden, wenn du gefragt hättest, könnte man auf diese Art und Weise Homöopathie falsifizieren? Das heißt, angenommen, man würde jetzt vielen Menschen ein hochdosiertes Mittel geben und würde herausfinden, es treten keine beschriebenen Symptome, also nicht die Symptome auf, die man erwarten würde. Beispielsweise würde so ein Ergebnis deine Überzeugung beeinflussen oder sowas? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich finde die Richtung auf jeden Fall auch interessant. Ich stimme aber nicht ganz zu, was diese Richtung angeht. Also ich denke, ich habe schon den Eindruck, dass Petra sehr ins Nachdenken kommt, so, ja, was spricht jetzt eigentlich dagegen? Also erst sagt sie, also überdosieren, das darf man natürlich nicht. Und dann fragt Karl ja aber im Grunde, aber angenommen, ich überdosiere nicht, sondern nehme das in einer normalen Dosierung. Was, wenn das keine Nebenwirkungen hat, und das bestätigt sie ja auch nochmal, also Nebenwirkungen hat es dann nicht, da passiert dann nichts. Was hindert mich, oder was spricht denn dagegen? Täglich mindestens mal vielleicht nicht alle 3000, aber man könnte dann ja auch, statt zu sagen, ja, ich mache einen Cocktail und alles zusammen und schütte das da runter, sondern wenn man sagt, ja, also entweder alle 3000 oder vielleicht auch einfach nur die wichtigsten 20 oder sowas. Könnte ich damit, indem ich das jeden Tag nehme, nicht in der Überdosierung, sondern in einer normalen Dosierung, quasi verhindern, dass ich zumindest all die üblichsten Krankheiten nie wieder bekomme. Und darüber könnte man dann ja auch wieder zu einer Falsifizierung kommen. Ich befürchte, dass die Antwort dann irgendwas wäre, nein, dann kommt man aus dem Gleichgewicht oder sowas. Ich meine, ähnlich zu dem, was er eingangs beschrieben hat. Das kommt ja, glaube ich, noch, ne? Vielleicht, aber sie denkt ja jetzt eigentlich schon drüber nach. Also sie überlegt ja schon, ja, was ist denn damit? Ich glaube, sie überlegt an der Stelle, weil die Fragen nicht ganz klar sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fand die Fragen auch nicht ganz klar, auf was Karl raus wollte. Und das ist meine Vermutung, warum sie nachdenkt. Es könnte sein, dass ich mich irre. Ja, also ich vermute eher, dass sie tatsächlich inhaltlich drüber nachdenkt. Aber wir können nicht in den Kopf schauen. Okay. Petra, bitte Kommentar. Ja, interessiert uns. Genau. Falls sie das jemals sich anschaut, freuen wir uns über einen Kommentar. Ja. Alles, was höher ist, da kann man nichts mehr nachweisen. Also Materielles kann man nicht mehr nachweisen. Und dann werden die Mittel aber wirksamer. Das ist ja dieses Paradoxon. Was würde mich davon, was hält einen davon ab, die 3000 Mittel, die es gibt, in 3000 Potenz, heißt das nur? Ja. Sorry, ich lerne ganz viel jetzt. Gleichzeitig zu nehmen und das jede Woche. Ja, dann würdest du dich überdosieren. Aber ich nehme ja das Medikament ja nur einmal, oder? Und welche Krankheit entwickle ich dann? Das habe ich noch nicht verstanden. Das kann man dann nicht, das weiß man nicht. Also wenn du alle Mittel nimmst und das einmal die Woche, jede Woche nimmst und ziemlich hoch potenziert, dann würdest du dich überdosieren mit irgendeinem Mittel. Also dann würdest du alle möglichen Krankheiten wahrscheinlich bekommen. Dann würde ich alle möglichen Krankheiten bekommen? Ja. Oder Symptome wenigstens. Also Unwohlsein auch. Also ich würde das nicht machen. Ich würde eher mal, wenn man sowas mal ausprobieren will, würde ich eher vorschlagen, mal ein Mittel zu nehmen, was
relativ ungefährliche Symptome macht, zum Beispiel Arsenicum album, Arsen, in der C200 oder in der C1000 und das überdosieren. Du nimmst es jeden Tag ein Globuli. Oder gibt es auch flüssige Dilutionen, ne? Also kann man auch machen, alkoholische Lösung. Du nimmst jeden Tag 3 Tropfen und dann guckst du mal, wann du Durchfall kriegst. Unter Umständen dauert das nicht lange. Also könnt Hat sie gerade vorgeschlagen, ich soll mich mit Arsen vergiften? Nein, es ist Homöopathie. Nehmen wir das Ungefährlichste vom Ungefährlichen. Nehmen wir Arsen. Gefällt mir. In einer hohen Potenz, da kann nichts passieren. Aber Also, ich will jetzt hier mal was sagen. Falls sich die Dame das ansieht, dann wird sie wahrscheinlich nicht zufrieden sein damit oder wird sich das nicht gerne ansehen. Wir sollten sie möglichst massiv respektvoll behandeln. also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir respektlos sind an der Stelle. Ich glaube, was sie hier macht, ist eigentlich ganz cool. Im Endeffekt macht sie wieder Homöopathie falsifizierbar, also fast jedenfalls. Sie sagt, wenn man Arsen nimmt, wird man Durchfall bekommen. Mit relativ großer Wahrscheinlichkeit. Unter Umständen dauert es nicht lange. Ja. Genau. Und jetzt wäre quasi nur noch ein Schritt. Was passiert denn, wenn ich keinen Durchfall bekomme? Kann man quasi also das als Experiment abschließbar machen und dann das Ergebnis angucken und genau. Ja, das wäre super gewesen. Eine Anmerkung noch, was ich sehr gut fand, als sie das gesagt hat, naja, das ist ja dieses Paradoxon, dass wenn eigentlich kein Wirkstoff mehr drin ist, dass es dann erst recht wirkt sozusagen. Das wäre ein Punkt gewesen, von dem ich mich, glaube ich, hätte abbringen lassen, von der Frage, die eigentlich in dem Moment, um die es ging. Und das hast du nicht gemacht, du bist auf der Frage beharrt und das fand ich ziemlich gut. Ja, sehr guter Hinweis. Entscheidend ist nicht die Frage, wie das angeblich wirken soll. Entscheidend ist erstmal die Frage, ob es wirkt. Und der Mechanismus, wie kann das sein? Es ist weniger, zumindest materiell weniger drin, aber es wirkt stärker. Das ist so diese Ablenkung und man kann da sehr leicht quasi in diese Richtung loslaufen. Ist gut, dass du das nicht gemacht hast. Also die Nebenwirkungen wären Überdosierung. Dann würdest du die Krankheit bekommen, die du eigentlich damit beheben möchtest. Ne? Also Arsenicum album nimmt man bei Durchfallerkrankungen. Ist es dann gefährlich, das falsche Mittel zu nehmen? Es kann durchaus gefährlich sein. Das kann. Aber also es kommt natürlich auch immer auf den Zustand des Patienten an. Wenn man als kranker Mensch ein falsches Mittel nimmt oder mehrere falsche Mittel nimmt, kann unter Umständen sich der Zustand verschlechtern. Hier hätte man super einhaken können auf keine Nebenwirkungen. War das nicht eines der Main Selling Points von Homöopathie? Ohne jetzt, das ist auch ganz wichtig, ne? Ohne den Aha, jetzt habe ich dich Moment zu kreieren, sondern einfach nochmal für mein Verständnis. Wären das dann Nebenwirkungen? Einfach so, genau, einfach vielleicht, um sie nochmal nachdenken zu lassen über den Punkt. Hat sie ja auch schon getan, ne? Also da war sie jetzt, glaube ich, nicht über die Frage am Nachdenken, sondern da hat sie tatsächlich nachgedacht. Ich frage mich, ob es vielleicht schon ein bisschen vorher sinnvoll gewesen wäre, sie nach einer Definition von Nebenwirkungen zu fragen. Oder dann hätte sich vielleicht... Oder Symptom oder Krankheit. Entschuldige, wenn ich da reingeredet habe. Was mir nämlich aufgefallen ist, sie hat, als es beim ersten Mal um Nebenwirkungen ging, hat sie gesagt, du kriegst dann nur Symptome, du kriegst ja keine Krankheit. Ich weiß nicht, ob man im schulmedizinischen Fachbuch nachlesen kann, dass man irgendwelche Krankheiten hat, irgendwelche Symptome hat, die dann auf keine Krankheit irgendwie gematcht werden können. Aber jetzt hat sie ja gesagt, man
man kann schwere Probleme bekommen, ja. Und wenn das dann in meinem Buch keine Nebenwirkung ist, weiß ich nicht, deswegen wäre die Begriffsklärung sehr wichtig gewesen. Sorry nochmal, René. Und dann, wenn der Patient auch dann noch ganz viele unterschiedliche Mittel genommen hat und dann zum Homöopathen geht und sagt, oh, jetzt ist mir es aber noch schlechter, und dann kann man überhaupt nicht mehr rausfinden, von welchem Mittel hat er denn jetzt die Verschlechterung erfahren, weil er ja ganz viele genommen hat. Deswegen arbeiten ja Homöopathen immer mit Einzelmitteln, dass man genau weiß, was hat das Mittel jetzt gebracht, was hat es verbessert oder im schlechteren Fall, was hat es denn verschlechtert. Also gibt es auch homöopathische Mittel, die dann falsch sind, wo man sagt, okay, wir müssen ein anderes homöopathisches Mittel nehmen, um die Krankheit. Das kommt auch vor. Dass man nicht unbedingt am Anfang gleich das passende Mittel findet. Und ich könnte es nicht ihnen alles geben, weil ich sonst überdosieren würde. Ja, so könnte man, ja, und auch den Organismus total durcheinander bringt damit. Ne? Also das ist ja jedes Mal ein Reiz für den Organismus. Ne? Also, das ist genau das, was du vorhin sagtest, Hannes, mit das Gleichgewicht durcheinander bringen, den Organismus durcheinander bringen. Ja. Das ist ja, du gibst nur so einen ganz kleinen Schubser, wie so eine Domino-Kette, und der Rest macht ja dein Körper selbst. Und wenn du ganz viele verschiedene Reize gibst, machst du deinen Körper ja total durcheinander. Und dann kann es auch sein, dass es dir dann schlechter geht. Ja. Angenommen, es würde dir nicht schlechter gehen. Bitte? Hier wäre die Frage schön gewesen. Angenommen, es würde dir nicht schlechter gehen. Ja. Genau. Wenn das häufiger passieren würde, sagen wir mal, jedes zweite Mal vertut man sich mit dem homöopathischen Mittel und die Leute werden kränker. Würde das deine Zuversicht in die Homöopathie beeinflussen? Also dann würde ich, wenn das so ein schlechter Homöopath ist, dann würde ich ihm raten, mehr Fortbildungen zu machen, weil das gibt es nicht. Normalerweise, wenn man gut ausgebildet ist, dann gibt es das nicht. Wenn man natürlich nur mal ein Wochenende. Da muss man auch aufpassen. Ne? Also das ist jetzt im Endeffekt wieder die Falsifizierbarkeit schwieriger gemacht. Ne? Also wenn jetzt ein Homöopath seinen Patienten nicht helfen kann, dann liegt es nicht daran, dass Homöopathie nicht hilft, sondern nur, dass es ein schlechter Homöopath ist. Ja. Genau. Ist jetzt hier vielleicht auch nicht super wichtig, aber ich wollte es nur nochmal anmerken. Ja, wenn man sich noch überlegt, sie hat vorhin gesagt, man kann sich auch selber behandeln. Wenn es dann funktioniert, ist es Bestätigung, dass Homöopathie wirkt. Wenn es nicht funktioniert, ist es nur Bestätigung, dass man wohl besser zum Homöopathen geht. Dann wiederum, wenn es da dann funktioniert, ist es Bestätigung, dass der Homöopathie funktioniert, wenn es einem besser geht. Wenn es nicht funktioniert, ist der Homöopath wahrscheinlich noch nicht gut genug. Oder die 10 Jahre sind noch nicht um. Genau, also die Hürde wird immer höher gelegt, das zu falsifizieren, während es zu bestätigen, dass die Hürde ist ganz, ganz niedrig. Das nennt man den Torpfosten verschieben. Und ich denke, sie hat einfach diese Ausweichtaktik ziemlich drin. Und auch Karl hat zum wiederholten Male gefragt, angenommen, das würde in dem und dem Fall nicht wirken. Da hat er verschiedenste Beispiele impliziert. Würde das deine Überzeugung ändern? Oder würde das deine Überzeugung beeinflussen? Und ich glaube, da hat sie einfach den Braten einfach schon gerochen und dann die Ausweichtaktik schon irgendwie parat gehabt. Ja, aber also in dem Fall finde ich auch, was Hannes gesagt hat, dass quasi Karl schon diese Ausweichtaktik ja in der Frage mit drin hatte. Also die ging irgendwie ein bisschen ins Leere, weil du in der Frage quasi schon gesagt hast, dass nicht die Homöopathie schuld ist, sondern eben, wenn der Arzt sich vertut. Also quasi schon gesagt, okay, es liegt eigentlich gar nicht an der Homöopathie. Das war ja auch gerade keine Frage, sondern das war gespiegelt. Ne? Das war eine Spiegelung. Ich meine jetzt das Beispiel, was du gesagt hast, also angenommen, der Arzt vertut sich zweimal. Also,
Okay. Dann hast du quasi schon gesagt, okay, das Problem ist nicht die Homöopathie, sondern dass der Arzt sich vertut. Also was sie als Gegenargument gebracht hat, sozusagen. Ich weiß nicht, wer es eben gerade gesagt hat, aber als sie gesagt hat, dass sie 100% davon überzeugt ist und wäre es sinnvoller gewesen, darüber zu reden, wie gefährlich ist es, wenn man eine Überzeugung hat, die man nicht mehr ändern kann? Das kann man machen. An dieser speziellen Stelle, wo wir momentan sind, hätte ich, glaube ich, ein bisschen anders angegriffen. Ich glaube, also im Endeffekt gibt es 2 Dinge, die man machen kann, wenn man so ganz schwer zu falsifizierende Überzeugungen hat. Das eine ist fragen, was würde dich denn überzeugen? Ne? Also was müsstest du jetzt sehen, dass du sagen wirst, ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ob Homöopathie wirkt. Ne? Also sie selber soll ein Experiment vorschlagen, das man dann tatsächlich dann auch tun könnte. Und wenn das irgendwas ist wie, ja, man müsste die komplette Weltbevölkerung und so weiter, irgendwas, was nicht realistisch ist, dann müsste man da sagen, ist es denn realistisch? Kann man sowas denn wirklich machen? Gibt es nicht vielleicht was man tun kann, wäre man wirklich jetzt da auf dem Holzweg, um das rauszufinden? Weil wir wollen ja alle wirklich wissen, was wahr ist und wir wollen echte Überzeugungen haben. Das ist so die eine Sache, die man machen kann. Also das ist eher die generelle Frage. Da antwortet nicht jeder quasi mit einem guten Vorschlag. Viele sagen einfach, ich weiß es nicht. Und das Zweite ist, man könnte quasi im Speziellen fragen, welche Methode wenden wir denn bei Sachen an die wir nicht glauben? Also du hast ums Hausrennen erwähnt, aber da kann man ja irgendwas sie fragen, was wirkt nicht und wie finden wir daraus, dass es nicht wirkt? Und kann man vielleicht die gleiche Methodik dann auch bei Homöopathie anwenden? Ja. Ich würde an der Stelle noch mal kurz einwerfen. Also du hast jetzt auch, Hannes, das gerade so formuliert, das kann man missverstehen. Du würdest jetzt auf die und die Art und Weise angreifen. Ach so, ja. Genau, also klar ist, es geht nicht darum, wie kriegen wir jemanden dazu, dass er aufhört, an Homöopathie zu glauben. Es geht darum, zu überlegen, wir sagen jetzt mal, wir wissen nicht, ob Homöopathie wirklich wirkt oder ob sie nicht wirkt. Aber schauen wir uns doch mal die Gründe an und angenommen, wir hätten uns geirrt, mal hypothetisch. Wie könnte man das herausfinden? Und damit sagt man nicht, du hast dich geirrt und jetzt versuchen wir nur, dir das vor Augen zu führen, sondern nur mal hypothetisch angenommen, es wäre ein Irrtum. Wie könnten wir dem denn auf die Spur kommen? Genau. Also der Modus operandi quasi ist immer, falls wir falsch liegen, wie finden wir das raus? Ganz generell, auch wenn die Überzeugung was ist wie, morgen hat es schönes Wetter oder die Erde ist eine Kugel. Richtig. Auch dann würden wir sagen, was würde jetzt jemand sagen, der quasi die Erde ist flach? Wie finden wir raus, dass so jemand falsch liegt, wenn er denn falsch liegt? Und wenden die gleiche Methodik auf unsere Überzeugung an. Wir hatten doch dieses sehr schöne Gespräch mal, wo die Überzeugung lautet, der Klimawandel ist menschgemacht. Und dann kam im Endeffekt, darf ich spoilern? Das könnte sein, dass das unser nächstes Video wird für Okay, dann lasse ich aber schöner Teaser. Ja, was ich zum Hannes noch sagen wollte, mich hat es jetzt jedes Mal gerissen, als du falsifizieren gesagt hattest, weil ich halt auch schon die Befürchtung hatte, dass der Zuschauer sich vielleicht denkt, dass wir hier etwas falsifizieren wollen. Wir wollen natürlich nur feststellen, wie könnte man etwas feststellen, dass etwas nicht wahr ist, oder wie könnte man feststellen, dass etwas wahr ist. Genau, aber andersrum, jede Überzeugung, die wir halten, sollte am besten falsifizierbar sein, dass wenn wir dann falsch liegen, dass wir das auch rausfinden können. Okay, wir haben jetzt, glaube ich, nur noch wenige Minuten im Video übrig. Wir sind jetzt auch schon beim Review bei knapp über 1,5 Stunden. Jetzt schauen wir mal, dass wir da noch durchkommen und dann können wir noch mal kurzen Rückblick machen. Einen Endkurs macht zusätzlich, dann gibt es das schon. Wie können wir gute und schlechte Homöopathen voneinander unterscheiden?
Also die Zertifizierung ist natürlich schon mal eine gute Sache. Es gibt ja auch einen Verband, den Deutschen Homöopathieverband. Da sind eigentlich nur zertifizierte Homöopathen vertreten. Und das ist schon mal eine gute Qualität, die Homöopathen, die dort gelistet sind, weil die haben eine gute Ausbildung gemacht. Es gibt natürlich trotzdem überall gute und schlechte. Ne? Da muss man halt so seine eigenen Erfahrungen machen. Die eigenen Erfahrungen. Ja, würde ich sagen. Ja. Es gibt ja auch gute und schlechte Ärzte. Ne? Dann wechselt man, wenn man nicht zufrieden ist. Und ja, man muss sich so ein bisschen erarbeiten, sage ich immer. Ne? Man muss so das Richtige für sich finden. Okay. Gab es noch eine Frage, die du dir gewünscht hättest? Warum? Nee, ich finde das klasse, dass ich mal so für die Homöopathie sprechen durfte. Ja, das ist schon ein Thema, das wird mich mein ganzes Leben lang begleiten. Und meine Kinder auch. Vielen Dank. Ja, bitte. Wir haben hier noch so schöne Visitenkarten. Hatten wir zum Schluss nicht mehr genug Visitenkarten. Das stimmt. Alle weggegangen. Ich finde das Ende so schön, weil sie im Grunde ja aussagt, sie hat sich gefreut, dass sie mal ausführlich darüber sprechen konnte. Und ich vermute mal, dass da auch drin steckt. Ich habe mich gefreut, dass das nicht in eine Diskussion gemündet ist, wo jemand dagegen argumentiert hat und mir versucht hat zu erklären, warum das totaler Quatsch ist. Aber auch nicht, ja, ich bin deiner Meinung und damit ist das Thema auch abgeschlossen, sondern man kann einfach mal das gemeinsam ein bisschen erkunden, ein bisschen unter die Lupe nehmen, ein bisschen schauen, was sind die Gründe und so. Und das ist, glaube ich, das Schöne an Sokratischen Weg, dass man da solche angenehmen Gespräche führen kann, und das hat ihr ja offensichtlich auch Spaß gemacht. Ja, Genau. das ist ja super geeignet, schwierige Themen zu besprechen und ein angenehmes Austausch darüber zu haben. Klar, und sie hat über das eine oder andere auch nachgedacht und da auch ihre Position geschärft an der einen oder anderen Stelle. Und ich glaube auch, das ist einer der großen Vorteile. Selbst wenn man jetzt nicht rausgeht und das komplette Weltbild ist zerworfen, weil man jetzt rausgefunden hat, man ist jetzt im großen Irrtum aufgesessen, das ist ja auch nicht zwingend das Ziel. Aber so die Nuancen der eigenen Position, wo man dann auch mit Fragen konfrontiert wird, über die man noch nicht so gut nachgedacht hat, dass man da auch im Endeffekt drüber reflektiert und es dann auch kommuniziert. Ich denke, da ist ein großer Wert drin. Zum einen für denjenigen, diejenige mit der Überzeugung und auf der anderen Seite, ich meine, Karl, du hast es zwischendurch mal gesagt, du kennst dich mit Homöopathie nicht aus. Das ist jetzt auch eine Gelegenheit zum Lernen für dich. Ja, die Sache mit der Überdosierung zum Beispiel, das wusste ich nicht. Da hatte ich gar keine Ahnung. Deswegen waren meine Fragen vielleicht da auch nicht mehr so ganz professionell, weil ich da wirklich Interesse hatte, wie funktioniert das. Ich verstehe es einfach nicht, kannst du mir das erklären? Also ich habe sehr viel gelernt und ich fand das ein sehr interessantes Gespräch. Ja, und im Idealfall ist es ja auch immer so, dass man eben ehrliches Interesse an der Überzeugung und den Details auch daran hat. Gerade vor dem Hintergrund fand ich auch deine Abschlussfrage sehr schön, die ich im Übrigen eigentlich generell für einen sehr guten Abschluss halte, ob es noch Fragen gibt, die du nicht gestellt hast. Oder einfach, ob es noch was gibt, was der Gesprächspartner irgendwie noch für wichtig hielte zu erwähnen. Weil das ja vielleicht auch nochmal interessante Punkte aufwerfen kann und auch nochmal verdeutlicht, es ist nicht so, dass du irgendwie der Experte bist, der jetzt Fragen stellt, sondern ja, eigentlich auch es für beide einen Gewinn bringen soll. Diese Frage habe ich auch eigentlich in mein Standardrepertoire zum Abschluss aufgenommen. Sehr schön, manchmal fällt den Leuten da wirklich was Wichtiges ein, wo ich dann denke so, genau, warum ist mir das nicht eingefallen? Und was anderes sehr wichtig ist, wurde angesprochen, man muss in dem Thema kein Experte sein. Die besseren Essay-Gespräche oder Sokratische Weggespräche
kommen eigentlich dann, wenn man mit einem Themengebiet nicht wirklich vertraut ist. Ja, es ist nicht erforderlich, dass man sich in Homöopathie auskennt, um so ein Gespräch zu führen. Das ist eher das Gegenteil der Fall. Wenn man sich wirklich gut auskennt, dann kommt so ein innerer Reflex, die liegt jetzt da, das ist falsch, was der sagt. Ja? Und dann fängt man an zu argumentieren. Wenn man sich dann nicht auskennt, dann kann man einfach fragen, okay, mich interessieren nicht deine Argumente so in Wirklichkeit, sondern warum findest du die Argumente überzeugend? Ja? Und auf der Ebene sollte man sich da bewegen. Ich glaube, der Karl oder der Hannes hat das mal zu mir gesagt. Ich habe das jetzt ganz frech geklaut. Ja, sehr guter Punkt. Es steht einem oft eher im Weg, wenn man sich zu gut auskennt. Und wenn man sich nicht auskennt, ist man gezwungen, genau zu fragen, was bedeutet denn das Wort? Was meinst du damit? Wie funktioniert denn das jetzt genau? Ich lasse mir das erklären. Insofern, ja, das ist und nicht nur der Reflex zu korrigieren, nee, ich weiß das besser, ich kenne mich damit auch aus, sondern auch das, ja, genau, das ist so, das stimmt, da habe ich mich auch schon mit beschäftigt. Oder ja, wir sprechen die gleiche Sprache, ich kenne die Begriffe auch, da muss ich gar nicht nachfragen, was das Wort bedeutet. Ganz, ganz wichtiger Punkt bei Begriffen, wo man sich denkt, ja, ich denke, es ist eigentlich klar, was damit gemeint ist. Dass man, wenn man da nicht nachfragt, das kann passieren, dass man dann sich 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten unterhält und dann erst irgendwann rausfindet, wir haben komplett aneinander vorbeigeredet. Mit so einfachen Begriffen wie, was ist denn Wirtschaft, was ist denn Wissenschaft, was ist denn eben Heilung, Wert, ja, also alles Mögliche. Meinungsfreiheit, Rechtsextremismus, das sind also Wörter, da haben alle Leute vollkommen unterschiedliche Definitionen. Das unterschreibe ich zu 100%, was du sagst da. Ja, ich denke, das ist ja was man generell vielleicht nicht mal nur auf SI bezogen sagen kann, dass es nie gut ist, vorschnell, ja, verstehe ich zu sagen, weil tut man es vielleicht nicht. Ja. Und was, denke ich, schwierig ist, vor allem wenn man sich noch nicht so lange mit dem sokratischen Weg auseinandergesetzt hat, am Ende geht es eigentlich weniger darum, wie die Überzeugung im Detail, also alle Facetten der Überzeugung, sondern eigentlich geht es darum, warum glauben wir daran? Warum's, also du hast es ganz schön gesagt vorhin, Gerhard, die Qualität der Argumente ist eigentlich das Interessante. Und was denn jetzt passieren würde, wenn dieses Argument wegfällt oder jenes Argument wegfällt und wie wir dann überprüfen können, ob die Qualität tatsächlich so gut ist, wie wir glauben. Und ob wir die gleichen Maßstäbe an andere Überzeugungen haben und solche Dinge. Weil am Ende wollen wir nicht nur die Überzeugung verbessern, sage ich jetzt mal, sondern vor allem unsere Epistemologie, die ja Grundlage ist für alle Überzeugungen, die wollen wir eigentlich untersuchen und verbessern. Das klingt nach einem super schönen Schlusssatz. Sehr schön zusammengefasst, ja, finde ich auch. Ja, ich würde sagen, ich weise noch mal ganz kurz auf die Webseite hin, sokratischer-weg.de. Wenn ihr das Thema spannend findet oder schon kennt, schaut auf jeden Fall gern mal vorbei. Da findet man dann auch die Community, da findet man unsere regelmäßigen Übungstreffen. Man kann uns auf Twitter folgen und auf diversen sozialen Netzwerken. Und wir hoffen, dass ihr es auch so spannend fandet, dieses Gespräch und das Thema auch genauso spannend findet wie wir. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst mal wieder. Ja. Ciao, ciao. Tschüss.